So aber empfängt auch Herr Gröning seine Gedanken und seinen Auftrag ebenso direkt von einer höheren Macht. Er ist ein Meister inneren Seelenlebens, ein Kenner der tiefen Seele, nicht durch Studium, sondern durch direkte Verbindung mit der übersinnlichen Welt. In Rosenheim war in der Gemeinschaft der Freund Hohmann. Er stammte aus Danzig, hat eine Schule geleitet, ein Gymnasium und war in Geschichte ein Professor und als Hobby Grenzwissenschaftler. Hat in Rosenheim Bruno Gröning kennengelernt, ist in die Gemeinschaft gekommen. Er wollte ihn zuerst als Wissenschaftler irgendwo einordnen und das hat er dann aufgegeben. Und dieser Professor Hohmann hat diese Schrift verfasst, um sie dem Gericht vorzulegen, als Bruno Gröning vor Gericht gezerrt wurde, um ihn zu verteidigen. Und aus dieser Schrift will ich heute ein kleines Stückchen vorlesen. Er schreibt hier: Gröning selbst hat mit dem Heilpraktik-Paragraphen überhaupt nichts zu tun. Sobald man in diesem Punkt Anklage erhebt, klagt man den Herrgott selbst an. Er hält Glaubensvorträge. Er tröstet, mahnt, richtet auf, bringt Frieden und Ruhe für die Menschen in Gott. Das ist seine wirkliche Tätigkeit. Kann man ihn deswegen bestrafen? Kein demokratischer Staat darf eine solche seelsorgerische Hilfe verbieten. Am Schluss dieser Versammlung kamen von verschiedenen Seiten an Herrn Gröning noch Anliegen für Unglückliche daheim. Immer, wenn bei dieser Angelegenheit eine Krankheit genannt wurde, wies Herr Gröning die Bezeichnung von Krankheiten zurück und fügte hinzu: Mit solchen Dingen befasse ich mich nicht. Diese Bezeichnungen gehören der Medizin, sind Aufgaben für den Arzt. Auf dem Gebiet habe ich nichts zu suchen. Sie brauchen mir überhaupt nichts Trauriges anzuvertrauen. Ich sehe im Geist, was ihrer Tochter, Sohn, Vater und so weiter fehlt. Im Grunde genommen doch die Hilfe Gottes. Die fehlte. Verstehen Sie, wie die Menschen verdreht sind? Wir waren sie auch so. Blutdruck zum Beispiel. Oder irgendetwas, ja. Da sagt der Bruno, es fehlt ihnen die Hilfe Gottes. Das sind andere Maßstäbe. Glauben Sie selbst fest, geben Sie diesen Glauben Ihrer Tochter, halten Sie fest am Guten, öffnen Sie sich der göttlichen Kraft. Ich gebe sie Ihnen mit und alles wird gut. Ich fragte nach der Versammlung mehrere Teilnehmer nach ihren persönlichen Erfolgen. 2 bestätigten, dass sie von unheilbaren Krankheiten, Asthma und Lähmungen plötzlich geheilt worden sind. Mit recht starken Vorurteilen war ich in die Versammlung gegangen und nahm nun folgende Überzeugung mit nach Hause. Erstens: Das Gröning-Wirken ist keine Spiegelfechterei, keine marktschreierische Angelegenheit, keine Quacksalberei auf medizinischem Gebiet. Es ist zunächst eine sittlich gute Tat, ein Aufbegehren gegen unsere materialistische, seelenlose, egoistische, liebeleere, atheistisch bestimmte Zeitepoche. Schon nach kurzer Bekanntschaft erkennt man, dass Gröning irgendwie unter dem Befehl einer höheren Macht steht. Sein Auftreten erinnert an das Wirken der Apostel, wie an die ersten Glaubensboten in unserem Vaterlande. Auch Herr Gröning, er streut, wie jene, Samen in die Herzen Gutwilliger
um so ein solides Fundament für eine sittlich-religiöse Erneuerung zu legen. Er will hineinführen in eine humanere Welt, wo Friede und Ruhe in Gott herrschen. In diesem Sinne sucht er auch Andersgläubige für ein vertieftes Leben in Gott zu gewinnen. Er ist eben der große Mystiker. Das Wort Mystik kommt her aus dem Griechischen und heißt geheim. Gemeint ist die geheime und direkte Verbindung der menschlichen Seele mit Gott. Die Mystik sieht demnach den Kern des Religiösen in engster Gottverbundenheit. Immer, wenn die göttliche Ordnung nicht mehr im Mittelpunkt des menschlichen Daseins stand, wie heute bei uns, fanden sich Begnadete, die zur Besinnung und Rückkehr zum Allmächtigen aufriefen. Für solch eine Sondererscheinung halte ich Herrn Gröning. In den nächsten beiden Gemeinschaftsabenden wurde diese meine Auffassung noch wesentlich bestärkt. Bei Aufbruch nahm ich mir die Freiheit, Herrn Gröning persönlich auszufragen. Ich fragte, ob er Privatstudien treibe. Da seine einfachen Vortragssätzchen oft wissenschaftliche Ergebnisse enthielten. Er antwortete, ich brauche keine Bücher, mir fällt das zu. Und überhaupt, der Mensch kann ja gar nicht denken, fügte er hinzu. Die Gedanken kommen doch von ganz alleine, auch über ganz unbekannte Dinge. Sie werden doch ohne unser Dazutun gegeben. Er begründete durch folgende Beispiele. Ich wusste Jahre vorher, dass der letzte Krieg für uns verloren war. Ich hörte auch immer wieder, wenn er zu den Bittstellern sprach, seien Sie doch still, ich weiß doch sowieso, was Ihrem Schützling fehlt und vielleicht noch viel genauer, als wie Sie es überhaupt ahnen. So kreuzen sich hier doch ganz deutlich die Wege. Wir bleiben die gewöhnlichen, natürlichen Menschen, er aber der ganz auffällig übernatürliche Mensch, der Sonderfall, der Gottbegnadete, die zu respektierende Ausnahme. Von Bedeutung war mir auch folgende Aussage. Ich kann die Hilflosen nicht im Stiche lassen. Ich habe einen zwingenden Auftrag. Mein Gewissen treibt mich. Ich muss allen Unglücklichen helfen. Ich kann nicht anders. Daraus ergibt sich, es ist schon so, wie ich bereits eingangs erwähnte. Herr Gröning arbeitet nicht nur wie wir mit dem Oberbewusstsein, sondern besitzt eine ganz seltene Fähigkeit. Er ist im Unterbewusstsein durch das andere Ich, durch die Tiefenseele in Intuition mit einer allmächtigen Kraft, wie einst die Propheten, direkt verbunden. Ich stochere dabei nicht mit der Stange im Nebel herum, sondern beziehe mich auf einen sehr angesehenen Theologen unserer Zeit, einen Gelehrten von ganz großem Format, Herrn Universitätsprofessor Dr. Schmaus in München. Wenn man seine epochemachenden Bände seiner wissenschaftlich streng begründeten Dogmatik aufmerksam durchgeht und oft seine Vorträge gehört hat, erkennt man leicht den Unterschied zwischen einem Genie und intuitiver Gottverbundenheit. Ein begabter Dichter beispielsweise arbeitet autoritär. Er schöpft sein Gedankengut aus seinem Genie, seiner Anlage, also direkt, er ist streng aktiv tätig. Der Prophet hält nur die Feder und die Gedanken werden ihm durch eine höhere Macht hineindiktiert. Er ist passiv, betont passiv. So aber empfängt auch Herr Gröning seine Gedanken und seinen Auftrag ebenso direkt von einer höheren Macht. Er ist doch ein einfacher Mann mit Volksschulbildung,
der nie daran gedacht hat, Privatstudien zu betreiben. Wie könnte er denn übersinnliche Tatbestände von solch unerhörtem Ausmaß schaffen? Er ist ein Meister inneren Seelenlebens, ein Kenner der tiefen Seele, nicht durch Studium, sondern durch direkte Verbindung mit der übersinnlichen Welt. Er schafft das Gute und bekämpft das Böse. Und wenn wir dem grünen Geschehen gerecht werden wollen, müssen wir die materialistische Denkweise ablegen. Wir müssen hier bewusst ein religiös-geistiges Denken einsetzen. Wir müssen eine geistige, göttliche Welt anerkennen. Wir müssen die Tatsache bejahen, dass Herrn Gröning aus einer höheren, göttlichen Welt übersinnliche, göttliche Kräfte zufließen, die er, trotzdem er sich völlig passiv verhält, laufend ausstrahlt. Darum sagt er ja in jeder Gemeinschaftsstunde, ich tue nichts. Es heilt die göttliche Kraft.